etwas auf einem veralteten Wissensstand. Beim Low-Level-Equipment, sage ich mal, ist sowieso alles möglich, weil da wird halt so wenig verkauft. Da wird so wenig angeboten und so wenig verkauft. Da gibt es keine, also feste Preise für Equipment gibt es ja sowieso nicht, weil jedes Equipment-Piece ist ja im Endeffekt anders oder kann anders sein. Die können ja gar nicht alle gleich viel kosten. Na gut, bei Sets in Fly Universe ist so, naja, gut. Da kannst du jetzt nicht so viel, da kannst du gar nicht so individuell sein. Das Einzige, was du bei einem Set wirklich anders machen kannst, ist die Stattung. Und gut, das wirst du bei einem Elementor statten, vor allem bei einem Mioran-Set. Also maximal vielleicht überall 1, 2 Int drauf. STA vielleicht noch, aber das macht eigentlich schon wieder weniger Sinn. Dex vielleicht noch, aber das macht eigentlich auch schon wieder weniger Sinn. Weil ja kaum jemand Face Tank Alice spielt im Low-Level. Oder die wenigsten eher. Und ja, was kannst du sonst noch machen? Sockel. Und die können entweder ATK sein oder wiederum sinnlos. Bei Elementor in dem Beispiel. Und da hat auch das Plus. Aber Sets kann man so wenig anpassen, die sind relativ einheitspreislich, wenn sie oft getradet werden zumindest. Was halt aber bei Mioran wahrscheinlich nicht der Fall sein dürfte. Genau. Bei Waffen hast du halt schon mehr Vielfalt, weil du hast die Sockel noch. Und mit den Sockeln steht und fällt ja schon nochmal einiges. Also 10 krasse Sockel versus keine Sockel und so. Das macht natürlich schon einen heftigen Unterschied. Preislich. Aber als Sets ist das halt relativ langweilig. Was die Vielfalt angeht. Mal schauen, wie lange das noch so bleibt, ja. Ich meine, Sets ist, wenn man es jetzt mit den neuen Waffen zumindest vergleicht, echt relativ lame. Weil selbst die neuen Sets kannst du eigentlich nichts angleichen. Weil bei den 150er Sets hast du ja diese zusätzlichen Bonuseffekte im Set-Effekt drinnen. Das ist natürlich eine Anpassung. Aber die kann man sich ja auch nicht aussuchen oder so, sondern ist ja vorgegeben. Ranger hat diesen Oder war Ranger vergiften? Ja doch, ich glaube schon. Auf jeden Fall, jede Klasse hat ihren eigenen Set-Effekt und der ist einfach fix und der kann man irgendwie nicht ändern. Den kann man nicht erhöhen oder verbessern oder whatever. Der ist einfach so, wie er ist. Der kommt mit dem Set quasi, mit der Klasse. Also es ist eigentlich auch wieder nichts, was man individuell ändern könnte oder whatever. Könnte sein, dass sie da als nächstes reingehen. Bei Waffen haben sie es ja so gemacht, dass sie jetzt die Ultimate-Bonus-Effekte haben, die ja schon auch wieder geistesgestört teuer sind. Wenn man da die bestmöglichen Rolls haben will. Und bei den Sets, ein paar Leute hoffen ja drauf, dass sie endlich wieder Erweckungen zurückbringen. Ja, muss man halt schauen. Denke ich eher nicht, dass das passiert, aber könnte sein. Ja, sonst kann man eigentlich wenig machen bei Sets, ne? Außer Erweckungen. Außer halt solche Bonuseffekte, wie diese Set-Effekte von den White-Sets, dass man die halt noch upgraden kann, ja. Das könnte man machen, statt Erweckungen im nächsten Update. Dass du, ja gut, kommt auch drauf an, bei manchen Klassen macht das wahrscheinlich wenig Sinn. Aber eigentlich bei jedem Set müsstest du irgendwas machen können, entweder die Häufigkeit des Skills oder die Stärke des Skills oder den Buff des Skills. Es gibt ja die unterschiedlichsten Effekte auf diesen Sets. Ja. Bei Ranger wäre zum Beispiel das naheliegendste, oder auch bei Psy, dass man einfach den Schaden erhöht, den es macht. Psy hat ja diesen, jedes Mal, wenn er gehittet wird, macht er irgendwie AOE-Damage oder so. Könnte man den Schaden erhöhen. Kann man bis plus 10 upgraden, den Set-Effekt. Und wenn man das macht, ist der Schaden dann halt viel höher. Irgendwie so. Aber bis das mal passiert, ist halt die Frage. Oder ob das passiert, ist das die Frage. Bis dahin bleiben Sets relativ lame. Aber nochmal ein Update, was Waffen verbessert, wäre halt crazy. Also müssen sie eigentlich fast was bei den Sets machen. Oder sie machen einfach gar nichts und releasen einfach nur neue Sets und neue Waffen. Das könnten sie natürlich auch machen. Wäre mir wahrscheinlich eigentlich sogar lieber. Also zumindest dürfen sie bei den Sets nicht das machen, was sie bei den Waffen gemacht haben. Also quasi keine Rolls, kein Glücksspiel. Weil bis zu den Ultimate-Waffen hatte ich immer das Gefühl, in Fly Universe kann man alles selber machen.
Sollte man natürlich nicht, aber ich halt als Content Creator kannst alles selber machen. Und im schlimmsten Fall kostet es sich halt ein paar mehr Products oder so. Aber am Ende des Tages ist es halt relativ entspannt, vor allem wenn du deine Products gefarmt hast. Mit Events, mit Battle Pass und so. Sehengebunden größtenteils. Dann passt das schon. Da hat man zumindest noch den Spaß am Upgraden. Upgraden halt irgendwie trotzdem irgendwie Spaß macht, ein bisschen. Aber bei den neuen Waffen, deswegen sage ich auch immer, würde ich mir niemals einen Hernes-Stuff selber machen. Weil das eh schon kacke ist, also vor allem bei Elementor in dem Beispiel. Mit den Skill-Erweckungen. Aber jetzt hast du nicht nur Skill-Erweckungen, jetzt hast du noch die Ultimate-Bonus-Rolls. Und gut, manche Leute sagen, sie haben im ersten Roll was extrem krasses gerollt. Oder innerhalb von 10 Rolls, aber gut. Es gibt halt auch Leute, die haben 50 oder 100 Rolls gebraucht. Von denen hört man leider nicht so oft. Weil sie es entweder nicht zugeben wollen. Gut, vielleicht hatten die auch zu hohe Ansprüche, muss man auch dazu sagen. Aber es gibt bestimmt auch Leute, die hatten keine sehr hohen Ansprüche und mussten trotzdem 50 Mal rerollen, weil einfach nur Scheiße kam. Und man hört natürlich immer nur von den Leuten, die reingelackt haben. Wie im echten Leben. Aber lange Rede, kurzer Sinn, deswegen hoffe ich mal, dass sie bei Sets sowas nicht machen. Also dann vielleicht auch lieber Erweckungen und die Erweckungen können nicht negativ sein oder so. Weil es echt der gleiche Scheiß wäre, wenn man das wieder mit so sauteuren Cash-Up-Items wie den Ultimate Scrolls machen müsste. Change Awakening. Awakening. Cancel Awakening. Das war schon auch ein ziemlich blödes System. Und vor allem sehr teuer. Was gab